Digitalpiano oder akustisches Klavier. Womit soll man anfangen? Kann man mit einem Digitalpiano richtig Klavier lernen oder ist es bloß ein fauler Kompromiss? Solche Fragen tauchen auch hier im YouTube-Kanal immer wieder auf und sind natürlich absolut berechtigt. Die Antwort darauf ist gar nicht so trivial und ich bin froh, dass ich dazu meinen geschätzten Kollegen Yassin Korchi befragen darf. Als Gründer der Online-Musikschule Music to Me weiß er davon sicher zu berichten. Also sicher habt ihr auch AnfängerInnen, die genau die gleiche Frage stellen. Soll ich mir ein Klavier kaufen oder ist ein Digitalpiano okay? Eigentlich täglich kommen die Fragen, Ah, jeder braucht ja irgendwie ein Tasteninstrument, ein Klavier, ein Keyboard, ein Digitalpiano und deswegen beantworten wir da auch wirklich ganz viele Fragen zu dem Thema. ja, wunderbar. Weil ich meine, das ist ja auch gar nicht so einfach zu beantworten. So ein akustisches Klavier ist ja das Original. Da gibt's, ich glaube, da stellt sich dann gar nicht die Frage. Ne? Wenn man das Original haben will, dann kommt man an einem akustischen Klavier nicht vorbei, oder? Das stimmt, ja. Natürlich, der klassische Klavierlehrer rät natürlich immer zu einem akustischen Instrument. Ich genauso. Ist Mhm. natürlich das Beste, das Nonplusultra. Aber die Lebenswirklichkeit sieht natürlich anders aus. Nicht jeder hat den Platz, nicht jeder kann sich das vielleicht in der Wohnung auch von der Lautstärke her erlauben, da das da Mhm. quasi tagtäglich geübt wird. Da gibt es vielleicht Ärger mit den Nachbarn. Und dann sind Ja. natürlich digitale Pianos natürlich eine super ja, Alternative. Ja. Ja klar, man kann da mit geregelter Lautstärke spielen, also leiser gedreht. Da müsste man auch noch mal gucken, ob das wirklich gut ist, Ja. so leise zu spielen oder ob man nicht gleich einen Kopfhörer nimmt, dann ist es nämlich ganz leise. Ja. Und man hat eine andere Lautstärkekontrolle, da können wir uns ja noch mal im Detail mit befassen. So, jetzt schauen wir uns erst mal an, was wir hier haben. Einmal das Kawai K300, ein akustisches Klavier. Das ist so gehobene Einsteigerklasse für 5.700 € ungefähr. Und hier haben wir jetzt mal ein Klavier eines Herstellers, der selber gar keine akustischen Klaviere herstellt, nämlich Casio. Die bauen nur Digitalpianos. Aber sie, Aber genau, sie haben eine Art Zusammenarbeit mit Bechstein gefunden. Und hier sind ja auch Klänge drin von, also ein Berlin Grand, das ist ein Bechstein, ein gesampelter. Und da in der Zusammenarbeit sind ja auch diese Klänge entstanden. Ja. Bechstein, eine ganz bekannte Klavierflügelmarke, ja, schon Total, sehr, ja. sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte am Markt und ja, renommierter Name und Absolut. die arbeiten jetzt zusammen, ja. Ja, das ist, ich glaube, die können sich da auch Gutes tun, dass man Ja, eben digital und Akustik zusammen auf jeden Fall. fließen lässt. Ja, es gibt ja auch Klaviere mit Stummschaltung, das haben wir uns ja auch schon mal angeguckt. Da kommen wir dann später nochmal zu. Jetzt machen wir erstmal weiter. Okay, da haben wir einen wichtigen Punkt schon angesprochen, das Budget. Nicht jeder hat eben das Budget. Man weiß dann auch, bei einem akustischen Klavier bin ich einfach gleich eine Etage höher, da wo ich einsteige. Und wir haben ja auch gesehen, es gibt auch günstigere Klaviere. Ja, So, für 3.000 bis 4.000 €, da kriegt man auch schon ein ganz gutes Anfängerklavier. Das ist dann nicht unbedingt ein Markenklavier wie Kawai, aber damit kann man durchaus auch lernen, ja, glaube ich. auf jeden Fall. Also ein akustisches Klavier ist prinzipiell gut. Man darf natürlich auch da wieder nicht vergessen, dass zu dem Preis natürlich auch Wartung und sowas dazukommt. Also ich glaube, akustisches Mhm, Klavier muss mhm. ja jährlich Minimum einmal gestimmt werden. Genau. Idealerweise eigentlich zweimal. Ne? Das ist mittlerweile auch nicht mehr ganz billig. Das kostet auch irgendwie So, 100, genau. 150, 200 € pro Stimmung. Dann muss alle paar Jahre mal drüber geschaut werden, in die Mechanik Mhm. rein und so. Also es ist ein bisschen wie vergleichbar wie mit einem Auto. Das kauft man nicht und damit fährt man es 20 Jahre, sondern da muss man auch immer mal in die Werkstatt oder muss mal jemand danach gucken. Ja? Ja, ganz genau. Und das muss man einplanen von vornherein, dass das auch immer weiter so ein bisschen Geld kostet. Also dieses Ja, Service muss man eben noch mit betrachten dabei. genau. Und da ist ein Digitalpiano natürlich deutlich pflegeleichter. Definitiv. So, das ist auch von dem Aufstellungsort her nicht so sensibel. Ein akustisches Klavier ist da deutlich empfindlicher und so ein akustischer Resonanzboden, der ist eben ja empfindlich, was Feuchtigkeit betrifft, Temperaturschwankungen und so. Die Ja. Stimmung leidet drunter. Also muss man immer auch zusehen, dass die Räumlichkeiten auch stimmen. Dann kommt noch die Akustik dazu. Ist das ein halliger Raum? Ja. Dann klingt ein Klavier, auch das schönste Klavier klingt in so einem Raum einfach nur scheußlich dann unter Umständen. Also muss man auch da einfach mal schauen, wo stelle ich überhaupt das Instrument hin?
Ja, aus Platzgründen steht natürlich so ein akustisches Klavier oft an der Wand, was nicht optimal ist, ne? Also, das sind alles so Sachen, die muss man sich einfach überlegen. Hat man den Platz, will man auch, dass dann natürlich dann auch alles, was dazugehört, auch dann irgendwie in Kauf nehmen. Aber dafür kriegt man natürlich den natürlichen Klavierklang. Das Ja, ist natürlich die das Belohnung. hören wir uns jetzt an. Ich würde sagen, ich sage noch kurz was zu den Pianos. Also zu dem akustischen Klavier muss man nicht viel sagen. Das ist gehobene Anfängerklasse. Das hier ist jetzt ein Digitalpiano der Mittelklasse, kostet ungefähr 2.300 Euro. Und das hat ja auch schon so akustische Elemente wie diesen Deckel hier, der auch auf den Ton Einfluss nimmt. Dann hat es ein besonderes Lautsprechersystem, das eine Klangabstrahlung ähnlich wie ein Klavier erzeugen soll. Also das ist so rundum abstrahlt. Deswegen haben wir auch hier diese Mikrofone aufgestellt, dass wir uns das mal genau anhören können. Ich bin gespannt. Vielleicht kannst du etwas spielen, das wir dann einfach mal vergleichen. Ja, klingt schön aus. Wenn du es jetzt bitte jetzt noch mal möglichst exakt genauso wie spielen könntest. Ich versuch's. Wir tauschen mal die Plätze. Ja, was sagst du? Also der Klangunterschied ist ganz klar. Das ist ein deutlicher Klangunterschied. Hier ist viel mehr Volumen. Das höre ich jetzt sogar, wenn ich spreche, dass die Saiten und der Resonanzboden reagieren. Also Ja. das ist schon ein ganz anderes Klangsystem, das ganz anderen Klang erzeugt, ganz anderer Klangkörper hat. Und hier wird das ja simuliert. Also das muss man ja immer so sehen. Das Digitalpiano ist die Simulation dieser Geschichte hier. Und da fehlte mir so jetzt so dieser Bottom, dieses kräftige Fundament in dem Klang. Also die Bässe, die hier kommen und das Volumen, was hier kommt, kann man natürlich nicht vergleichen mit dem. Hier hat man einfach der Sound ist halt komprimiert, ne? Also man spielt zwar hier unten auch tiefe Töne, Ja. aber hier geht natürlich bauartbedingt und auch insgesamt Lautsprechersystem bedingt natürlich, das kann man einfach nicht vergleichen. Und sieht man ja auch hier schon an der Höhe, dass hier natürlich schon einfach schon mal ein bisschen mehr möglich ist. Ja. Und der direkte Vergleich war natürlich jetzt, dass ich hier das richtig spüre an einem akustischen Klavier und dementsprechend kann ich die Emotion oder das Spielgefühl natürlich viel besser transportieren. Hier kommt quasi nicht das so zurück wie am akustischen Klavier. Ja? So, das ist jetzt nicht nur das Problem vom Casio, das haben die alle, die Digitalpianos. Das ist ein generelles Problem, das hat jetzt gar nichts mit dem Modell zu tun. Dennoch finde ich, dass das irgendwie immer noch ganz nett klingt. Also es ist irgendwie ein schöner Klang. Es lässt sich auch gut spielen, so von der Tastatur. Aber man muss natürlich ganz klar sehen, dass man das klanglich eigentlich nicht wirklich vergleichen kann. Nach wie vor die Akustik unerreicht. Aber es ist auch, eigentlich ist das auch physikalisch oder technisch zu erklären. Wenn wir jetzt den Resonanzboden sehen, da haben wir ja diese gesamte Fläche hier. Und dagegen stehen dann Lautsprecher. Also die sind dann in so einem Gerät auch so in der Größe. Ja. Das ist einfach von der Fläche her gesehen, auch insgesamt kann das da nicht dagegenhalten. Das ist ja völlig klar. Also da sind einfach der Physik die Grenzen gesetzt. So, das ist, oder sagen wir mal so, die Physik kann man nicht überlisten. Ja, definitiv, ja. Und Was mir aber aufgefallen ist, dass trotzdem so ein räumlicher Klang aus diesem Instrument kommt. das stimmt, ja. Ich glaube, die Lautsprecher sind hier verschiedenartig verteilt. Ne? Die kommen, glaube ich, auch so von unten oder von hier. Ne? Die strahlen, wie bei jedem Digitalpiano auch, die strahlen halt nach unten ab, um möglichst so diffusen Gesamtklang zu erzeugen. Aber zusätzlich gibt es noch Lautsprecher, die jetzt in Klangzonen nach oben strahlen, also auf die Spielposition.
Und das finde ich schon mal interessant, weil man hört, wo der Klang herkommt. Also hier ist es ja auch so. Hier sieht man ja die Saiten. Also wenn ich jetzt diese Saite anspiele, dann kann ich die auch wirklich lokalisieren. Ja. Und das hat man jetzt hier simuliert. Also diesen Ansatz finde ich Ja, schon mal ja. klasse, dass sowas überhaupt gemacht wird. Ja, auch dass hier die Ablage sozusagen offen ist am Klavier, das ist ja auch eher ungewöhnlich für ein Digitalpiano. Ja, Also ja. habe ich selbst so jetzt noch nie richtig so gesehen, in der Form zumindest. Ja, es gibt ein paar Variationen, die dann darauf aus sind, aber so ein Digitalpiano klassisch mit mit der Öffnung, und da kommt natürlich klanglich auch noch mal ein bisschen was raus. Ja, Ne? das simuliert auch das Klangverhalten. Also wenn wir den jetzt zumachen, diesen Deckel, dann wird der Sound etwas dumpfer. Ja. Wir können das ja mal ausprobieren. Gerne. Stellen wir die mal runter, machen wir sie zu und vergleichen mal. Ja, man merkt schon, dass es Ja, jetzt das ist schon ein natürlich, Unterschied. ein deutlicher Unterschied ist. Ja, also die haben auf jeden Fall, diese Klappe hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf den Klang. Ja, kann Ja, also schon man könnte sagen. das jetzt hier simulieren, aber für die Mikrofonierung haben wir das Klavier halt auf. Ja. Da geht das nicht anders. Aber diese Klappe gibt es hier natürlich auch in echt. Und die ist natürlich auch noch mal mächtiger als das da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist aber- ein nettes Design-Feature, was auch einen echten akustischen Hintergrund hat. Ja. Ja, absolut, absolut. Das finde ich auch schön. Also dann Ja. auch so der rote Filz dahinter, diese Anmutung, das ist auch schön. Also ich höre und sehe jetzt erstmal zwei wichtige Dinge so. Einmal hören wir hier kein Upright Piano, sondern einen Flügelklang, einen gesampelten Flügelklang. Das ist also vom Klangkörper schon anders. Ja. Und hier, finde ich, ist das Optische schon total anders. Also wenn man so ein Klavier vor sich hat, das ist natürlich auch nochmal echt was Schönes. Ne? So, das hat so ein Digitalpiano, kann das nicht unbedingt ausstrahlen. Das ist dann eher funktional gedacht. Ne? Ja, also ein Klavier ist ja auch irgendwo eine Art Möbelstück oder eine Art für die Wohnung oder fürs Haus, was für einen ist. Manche stellen sich auch einen Flügel nur so zum Design rein. Ne? Das merkt man natürlich schon. Und auch hier in Hochglanzschwarz sieht natürlich toll aus und auch natürlich mit der Höhe und so. Also gibt schon noch ein paar Punkte, die für das akustische Instrument sprechen. Ne? Ja gut, ich meine, wir wissen auch, es gibt auch Digitalpianos in höheren Preisklassen, auch mit Hochglanz Das und stimmt, ja. auch mit Resonanzboden, alles das gibt's. Das stellt ja auch Carver her. Ja. Gut. Nach oben geht es immer weiter, wir wissen das. Und es macht unheimlich Spaß, auch damit zu spielen. Aber hier haben wir, wie gesagt, eine Mittelklasse, für die man sich entscheiden kann oder wo man gerade auch so ist. Will ich jetzt ein Klavier oder ist ein Digitalpiano okay? Ne? Das ist dann meistens auch so eine Preisklasse, die klanglich wirklich was zu bieten hat. Und das hatten wir jetzt gerade gesehen, fand ich gut. Mit dem Lautsprechersystem anscheinend kommt das rüber, dass es eben so einen schönen 3D-Klang hat. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Aspekt. Das ist das Spielgefühl. Was würdest du denn dazu sagen in dem Unterschied? Also die Tastatur ist natürlich viel griffiger von dem Kawai, vom akustischen, als jetzt hier. Die Tastatur ist gut, aber ist ein bisschen sehr leichtgängig und auch sehr, ein bisschen glitschig ist vielleicht falsch gesagt, aber man muss ein bisschen, also man kommt da schnell drüber. Okay. Und die Griffigkeit ist hier einfach natürlich mehr da. Ja. Ist irgendwie auch klar, ne? Es fühlt sich glatt an, aber es ist trotzdem, hat das Grip. Und hier sind die Tasten recht ähnlich eigentlich. Ne? Die sind auch nicht zu stumpf. Also es ist okay. Wie gesagt, es ist immer noch eine gut zu spielende Tastatur. Spielgefühl ist auf jeden Fall, passt zu dem, was dann auch so ein bisschen kommt an Klang. Das ist ja auch sowas. Ne? Manchmal sitzt man an einem Digitalpiano, Tastatur total schwer, aber der Klang ist irgendwie leichtfüßig. Und das ist ja so die Balance zu finden zwischen Klang und Spielgefühl. Und ich muss sagen, dass das hier ganz gut klappt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch so mit dieser Zusammenarbeit mit Bechstein zu tun hat, dass da natürlich geguckt wird, dass man akustisch und digital irgendwie zusammenbringt. Das merkt man schon. Und damit wird wir hier auch mittlerweile ja auch sehr prominent geworben, auch an den Instrumenten, dass da scheinbar Wert drauf gelegt wird, dass da Leute aus der Klavierflügelabteilung sich so ein Teil vielleicht auch dann in der Entwicklung anschauen. Und das Gefühl hat man schon, dass die so ein, beide Welten versuchen irgendwie zu verbinden. Ne? Also finde ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Also beim Einspielen und so vorhin hat eigentlich Spaß gemacht zu spielen. Okay. Was haben wir denn überhaupt hier für eine Tastatur? Ich sehe hier Holz.
Das ist ja schon mal auch ein schönes. Ja. Ich meine, hier hat man das sowieso. Das ist klar. Das ist eine Holztastatur, aber bei Digitalpianos ist das ein besonderes Merkmal. Aber das ist keine echte Holztastatur, sondern eine Hybrid-Holztastatur. Da sind Holzelemente verbaut, die das Anfassgefühl herstellen, ja. Ja. Aber im Grunde ist es eine herkömmliche Digitalpiano-Tastatur, wo das Hammergewicht nach innen gefaltet ist und dann eben innerhalb der Taste arbeitet. Das ist nichts Schlimmes. Es gibt, wie gesagt, das spielt sich gut. Aber auch da ist die Skala nach oben natürlich noch weit offen. Ne? Was mir jetzt hier noch aufgefallen ist, gerade wenn ich vielleicht solche, was spiele, wo ich quasi hier Tiefe. Normalerweise ist schon so, dass dann aufgrund, das sieht man vielleicht auch hier gut im Bild, die tiefen Klaviersaiten, die sind sehr, sehr dick, weil sie sehr lang sind und der tiefe Ton kann nur erzeugt werden über eine dicke, lange Saite und dementsprechend sind diese Tasten unten auch schwerer zu drücken, einfach weil die Saite mehr Energie braucht, um zu resonieren. Ja? Das ist hier nicht ganz so ausgeprägt. Also hier hat man über die gesamte Tastatur ein ähnliches Spielgefühl. Das ist jetzt nicht schlecht. Ich habe es dann mit der Zeit eigentlich als auch positiv empfunden. Aber es ist was man, wenn ich hier daran gehe, nachdem ich hier an dem gespielt habe, merke ich, dass ich mich da so ein bisschen umstellen muss. Also hier, wenn ich hier Oktaven spiele und hier oben ist gefühlt nicht viel Unterschied. Es ist ein Unterschied, aber nicht so, wie ich es vom akustischen Klavier kenne. Diese graduierte Gewichtung ist natürlich hier auch. Ja. Und hier kann man eigentlich das Vorbild davon sehen. Das sind hier diese 3 Zonen. Ja? Und da ist auch die Tastatur natürlich entsprechend eingestellt, um die Kraft aufzubringen, um diese kräftige Seite in Schwingung zu bringen. Auch die Hämmer sind hier anders gebaut als hier und als diese hier. Man kann die auch an der Größe, kann man die Unterschiede schon sehen. Ne? Ja. Das wird natürlich auch da haben wir eine Simulation dessen. Ne? Das ist völlig klar. Aber prinzipiell, um deine Frage zu beantworten, Spielgefühl ist gut, macht Spaß, ist eine coole Tastatur, auch für Einsteiger, aber auch Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Also. Super. Ich glaube, ich spiele noch mal meine Klassikbeispiele an. Also ich würde das gern auch selber nachempfinden, was du gesagt hast. Also vielleicht komme ich ja zu einem anderen Ergebnis. Ich fange hier mal an. Super. Was soll ich sagen? Und jetzt, wie klingt das hier und wie spielt sich das? Also ich muss sagen, es spielt sich leichter. Ist leichtfüßig, ne? Ja, ist auf jeden Fall leichter. Aber ich wundere mich, was da auch für eine Kraft rauskommt. Also tatsächlich kann man das richtig rausspielen. Ja, also doch von der Dynamik eigentlich gar nicht verkehrt irgendwie, ne? Also finde ich auf jeden Fall. Weil normal ist ja so, dass wenn man vom Akustischen kommt, dass man dann normal fällt es ja oft dann so wirklich digital dann in sich so zusammen, wo man dann direkt merkt, ne? Aber so, wenn du sagst, es ist auch der Klang. Also wenn man jetzt, das ist tatsächlich etwas anderes, ob man von dort zuhört oder hier spielt. Ja, das stimmt, ja. Gut, dann wäre ja noch die Frage, man könnte sich ein gebrauchtes Klavier kaufen oder ein gebrauchtes E-Piano. Was würdest du denn dazu sagen? Also die erste oder die einfachere Antwort ist gebrauchtes Digitalpiano, prinzipiell ja. Wenn das halbwegs gepflegt ist und zu Hause war, kann da eigentlich normal nichts kaputt gehen. Kann man immer ein paar 100 € sparen oder je nachdem, wie alt das ist. Beim gebrauchten Klavier sieht die Sache natürlich schon anders aus. Man sieht ähnlich wieder wie beim Auto nicht genau, was innen mal kaputt ist oder war oder vielleicht bald sein wird. Ich weiß, dass als ich angefangen habe, dann hat mir mein Klavierlehrer sind wir privat irgendwo hingefahren und der hat sich das dann angeguckt. Aber auch ein Klavierlehrer hat nicht immer Ahnung von Klavierbaukunst. Ne? Also das ist schwierig, wenn man vielleicht im Musikgeschäft um die Ecke oder so jemanden hat, wo man hinfahren kann. Und da gibt es auch meistens auch so Leasingrückläufer oder Finanzierungsrückläufer, die dann wo man dann vielleicht auch ein bisschen Geld sparen kann, aber auf eigene Faust im Internet was kaufen. Wenn man
ernsthaft Klavier spielen lernen will, würde ich ehrlich gesagt abraten. Günstiges Klavier, 100 Euro, Ja, super Sache. Selbstabholer umsonst und dann hast du Ja. innen irgendwie, keine Ahnung, noch die Mäuse drin oder so. Ne? Also das sind so Geschichten, die kommen immer wieder vor und es gibt einen Grund, warum Leute dann so ein Instrument loswerden wollen. Und ich würde als Amateur davon abraten oder man hat jemanden, der sich auskennt. sehr gut auskennt oder halt der Klavierladen oder Musikhaus um die Ecke, die helfen da gerne auf jeden Fall, ja. Gut. Es gibt natürlich noch eine Frage, die wir vielleicht bei dem Casio klären sollten. Was ist das hier für ein Leuchten immer da in der Mitte von dem Instrument? Das ist natürlich Vorsprung durch Technik, würde ich sagen. Ne? Okay. Also man sieht ja, dass die Anschlagstärke dadurch dargestellt wird. Klavier Knight Rider sozusagen. Klavier Knight Rider, ja. Ja. Ich finde, das ist lustig. Also irgendwie fällt es gar nicht mehr auf. Und es zeigt irgendwie, ja, dass ich bin digital. Keine Ahnung. Also mich hat es tatsächlich sehr irritiert beim Spielen, weil ich gucke auf die Tasten und dann sehe ich, dass da was blinkt und dann mache ich mir natürlich Gedanken, was blinkt da und also ich weiß nicht, ob man es ausschalten kann, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Ja, wir testen das ja nochmal separat und da gehen wir natürlich nochmal auf diese Details ein und gucken uns das natürlich nochmal genau an. Also hier geht es ja, eigentlich sollte es darum gehen, akustisches Klavier oder Digitalpiano, womit legt man los? Also Ja. ich glaube, da können wir auch zusammenfassen, man kann da nichts falsch machen. Beides ist richtig oder es gibt kein falsch oder richtig. Ne? Es gibt kein falsch oder richtig. Man muss für sich schauen, was ist für einen selbst das, was man braucht. Ne? Ein Digitalpiano hat einfach sehr viele Vorteile. Man kann mit Kopfhörer üben, man kann die Lautstärke regulieren. Das hat man bei einem echten akustischen Klavier halt nicht. Dafür kriegt man da in der Regel halt einfach einen natürlichen, super Klang. Und das muss man einfach abwägen. Was möchte man? Hat man vielleicht ein Haus und es ist egal, wie laut es ist und ob man nachts übt, dann ist ein akustisches Klavier natürlich immer super. Aber so würde ich mir auf jeden Fall angucken, was im digitalen Bereich gibt. Und du hast ja gesagt, es gibt da auch schon höherpreisige digitale Instrumente, die super klingen, die super aussehen, die aussehen wie ein Klavier oder ein Flügel. Ja, man Und kann den Unterschied kaum noch dann feststellen. kann man kaum noch feststellen und hat dann trotzdem noch die digitalen Vorteile. Ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich sehr mit beschäftigen soll, aber da gibt es natürlich bei uns im Kanal auch noch genug Videos, wo man mal reingucken kann. Ganz genau. Ja, am besten selber ausprobieren. Und wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach viele, viele Details abzuwägen. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen geklärt. Ansonsten findet ihr natürlich in unserem Kanal noch viele, viele Videos, die euch weitere Fragen beantworten, hoffentlich. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.